Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und der nächste Kandidat, klar, ihr habt schon am Namen erkannt, an der Überschrift von dem Video. Es ist der Lotus 311, ein außergewöhnlicher Flunder, finde ich persönlich. Sehr markante Farbgebung, also Farbgestaltung besser gesagt. Dieses British Racing Green mit dem Gelb, das passt einfach so geil zusammen. Ach, herrlich. Richtig schönes Modell. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil die Felgen fehlen. Aber so wie es aussieht, hat der Vorbesitzer versucht, die auch wieder dran zu kleben. Oder andere Felgen dran zu kleben. Ist aber wahrscheinlich daran gescheitert. Und das ist auch der Grund, warum der am Ende jetzt doch bei mir gelandet ist. Die Felgen fehlen leider. Wahrscheinlich wird ein anderes Modellauto genommen. Ja, was soll ich sagen? Der erste Eindruck ist schön. Ist schön sauber verarbeitet. Ich sehe auf Anhieb keine Verarbeitungsfehler, keine Decoy-Fehler. Alles im Großen und Ganzen ganz schön geworden. Was mir aber negativ auffällt, ist einmal das Gewicht. Das fühlt sich an wie billiges Plastik. Ist es wahrscheinlich auch. Und man kann nichts öffnen. Weder die Motorhaube hier hinten. Okay, Kofferraum hat er nicht. Und die Türen gehen auch nicht auf. Wobei ich mich bei diesem Fahrzeug aber frage, wie man da eigentlich einsteigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier rüber steigt. Na, also es sieht schon aus, als könnte man das hier öffnen. Na, man sieht ja hier diese Öffnung halt in den Spalt. Weil wir wissen ja alle, wenn man einen Lotus Sportwagen sieht, da sind immer die gleichen Männer drin oder Frauen. Immer so Ü40 aufwärts. Manchmal sogar auch Ü50 oder Ü60 und so alles. Und da klettert man normalerweise nicht mehr so ins Auto rein. Da will man halt vernünftig einsteigen können. Daher bezweifle ich mal ganz stark, dass man einfach so drüber klettert. Allein abgesehen davon, dass man den Lack zerkratzt und wenn das Ding auch noch aus Kohlefaser ist und der gute Besitzer Ü100 Kilo ist, dann klettert man sowieso nicht mehr drüber. Ja, wie gesagt, schade, es geht nichts auf. Und das für ein Autoart, ne? Das trübt zu mir so ein bisschen die Freude an dieses Modell, ne? Also selbst als billiges Modellauto von Autoart erwarte ich doch schon ein bisschen was zu öffnen. Auch wenn das nur der Motor und nur die Motorhaube ist oder nur die Türen, das würde mir eigentlich schon absolut reichen. Dafür macht man halt Spiegel aus Metall. Überlegt euch das mal. Ich habe die ja gerade in der Hand hier, den Spiegel. Und der ist aus Metall. Wow, aus irgendein Grund auch immer kann ich die nicht abziehen. Hier generell versuche ich gerade mal zu gucken, wo ich hier überhaupt irgendwas abbekomme. Also bis jetzt, oh. Also ich zerlege die natürlich jetzt gerade zum ersten Mal. Weil so lange gibt es den hier noch gar nicht auf dem Markt. Ich gucke mal auf die Verpackung, seit wann. Da steht ja manchmal das Jahr drauf und es ist unbekannt. Ja, manchmal steht da dann 2012 oder irgendwie sowas, ne? Aber jetzt steht hier gar nichts drauf. Schade eigentlich, hätte euch das gerne gesagt. Aber er kam zur gleichen Zeit wie der Nissan Juke, der bei mir jetzt auch gerade auf der Schlachtbank steht. Ja, muss man bestimmt von innen machen. So, da fangen wir auch mal an zu schrauben. Preislich ist der momentan im freien Fall. Also der kostet im Schnitt 59, 69 Euro. Einige wollen natürlich mehr, das liegt wahrscheinlich daran, weil die den nicht günstig eingekauft haben. So wie die zwei bekannten großen Modellautohändler in Deutschland. Die verramschen den ja momentan für 59, 69 Euro. Und alle anderen, die damals den normalen Händlerpreis bezahlt haben, die gucken uns natürlich schön in die Röhre jetzt. Ne? Kriegen die für 100 Euro das Modellauto jetzt nicht mehr weg oder 120 oder wie viel auch immer. Deswegen biete ich auch so wenig Neuware an. Habe ich früher auch gemacht und dann kamen die ganzen großen Händler und fingen dann an, das Modellauto zu verramschen und ich stand dann doof da. Ne? Ich habe die Modellautos dann nicht mehr verkauft bekommen, weil die Leute den halt überall anders günstiger bekommen hatten und ich habe den halt teuer bezahlt. Mein Gott, wie viele Schrauben, ey, hier sind ja auch noch Schrauben. Ja, ich säge jetzt hier zum ersten Mal. Ich muss mich jetzt auch erstmal ein bisschen reinarbeiten.
Deswegen Entschuldigung, wenn ich manchmal nicht sofort was sage. Okay. So. Oh, wie viele Schrauben, ey, meine Fresse, ey. Selbst die Schweller sind angeschraubt. Drei Schrauben für die Achse. Das ist echt nicht schlecht. Und ist Kunststoff. Und kein Motor drin. Auch wenn es von außen so aussieht, als wäre einer noch drin, muss ich euch leider enttäuschen, da steckt kein Motor drin. Was fällt da? Ah, guck mal, ist eh kaputt. Ah, guck mal, hier wurde schon geklebt. Da wird. Schweller. Nur mit zwei Schrauben versehen. Ich würde mich mal drüber freuen, wenn der KTM X-Bo mal als Modellauto rauskommt. Oder gibt es den schon als Modellauto und ich habe es nicht mitbekommen? Ich glaube nicht, ne? KTM X-Bo ist ja eigentlich nicht viel anders wie dieses Auto. Sieht halt nur extrem futuristisch aus, ne? Der ja auch. So, das müsste jetzt die Innenausstattung rauskommen. Oh, die ist aus Metall. Wow. Das ist das Gewicht. Alles aus Metall. Die Innenausstattung ist komplett aus Metall. Gute. Da geht mein Herz auf. Schönes Sportlenkrad mit den für so ein relativ neues Fahrzeug gar keine Anzeigen. Ey, geil, ne? Einfach nur fahren. Genial. Genial. Echt schön. Aha, jetzt kommt die Erläuterung, warum eben die Spiegel nicht abgehen. Die sind nämlich hier hinten noch mal festgemacht. Ach, das sind das kleine Schrauben. Ich habe gedacht, das ist eine kleine Niete. Das ist eine kleine Schraube. Oh, krass. Ja, scheiße, wo ist jetzt mein Schraubendreher für die Größe? Aha, da. Da. Ganz kleine Kreuzschraubendreher. Ganz kleine Schrauben, nicht Kreuz. Also mit dem Kreuzschraubendreher in klein. So, jetzt habe ich es. Na komm. Hier ist Kleber ausgelaufen. Genau auf die Schraube, ne? Das gibt's doch nicht, oder? Kannst vergessen. Gott sei Dank ist es nur aus Kunststoff. So, die kleine kaputte Schraube weg. Und jetzt kommt der Spiegel. Das ist schon krass, ne? Auch wenn es eigentlich ein Billigmodellauto ist,
hat sich AutoArt am Ende doch schon ziemlich viel Mühe gegeben, ne? Man muss es ja auch echt mal eingestehen. Oh, verdammt, hier hinten sind auch Minischrauben. Das müsste der Heckspoiler sein. Der Motor. Sehr billig gehalten, leider. Oh, die Stoßstangen hinten kann man auch abmachen. Schön, ne? Schönes Element. Das kann man sich echt schon so an die Wand aufhängen oder so als Bild. Sieht echt gut aus. So, wie kriegt man den Spoiler ab? Ach du Scheiße. Man muss den Spoiler einmal hier oben lösen. Hier lösen. Dann kann man die... Oh Gott. Und dann kann man den rausziehen. Also jetzt hier die Schräubchen lösen. Sie ja nicht verlieren. Eine Schraube. Das ist die zweite. Oh mein Gott, das geht die nicht ab. Doch, die ist ab. Seht ihr? Und jetzt geht, kann man da... Boah, Alter, das ist ja hart. Die Schraube steckt hier noch. So, die kleinen Schräubchen mal drecksicher verpacken. Gerettet. Und weg damit. So, jetzt haben wir noch die Scheinwerfer und den Überrollbügel. Oh, irgendwas habe ich jetzt abgemacht. Sehr fummelig wieder. Da frage ich mich, wie die das in China zusammengebaut haben, ey. Das ist ja voll die Fummelsarbeit, ey. Den Tankdeckel drückt man rein, ne? Ich bin schon vor dem Schwitzen, ey. Und nur um den blöden Spoiler abzumachen. Guck mal, wir sind schon bei 15 Minuten.
Ja, das ist das Schöne an diesen Kunststoffmodellautos. Man kann die einfach leichter auseinandernehmen. So. Warum will der Spoiler nicht abgehen? Ich habe die langsame Befürchtung, dass der geht gar nicht ab. Ne, der geht nicht ab. Naja, das war's. Der Lotus 311 wurde erfolgreich zerlegt. Das mit dem Spoiler ist für mich jetzt noch ein Rätsel. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich den beim nächsten Mal gelöst. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das war's. Im Großen und Ganzen ist das echt ein schönes Modellauto. Wenn man jetzt nicht viel Wert legt auf zu öffnenden Teile, dann ist man hier richtig gut bedient. Und für 60, 70 Euro, was ja momentan angeboten wird, macht ja auf jeden Fall nichts falsch. Es ist echt ein schönes Modellauto. Schöne Details, man hat sich viel Mühe gegeben. Allein diese Innenausstattung aus Metall, das ist schon verdammt geil. Und das Einzige, was ich richtig negativ finde, ist, dass die Karosserie halt aus Kunststoff ist. Gut, der echte ist auch nur aus Glasfaser oder Kohlefaser. Und der Motor natürlich, ne? Dann hätte man für autoartmäßige Verhältnisse natürlich ein bisschen besser machen können. Aber das war es auch. Sonst, allein das hier sieht schon cool aus. Die Verpackung sieht gut aus. Also im Großen und Ganzen, oder wie hier, diese schöne Handarbeit da, ne? Lotus. Schön. Oder die Sache mit dem Spoiler auch krass. Wie gesagt, schönes Modellauto. Man kann sich den gönnen, macht dir nichts falsch. Super. Danke fürs Zugucken. Gleich geht's weiter. Ciao, Freunde.